Hallo liebe Monis und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt mal wieder ein bisschen Astronomie, Astrologie und Mythologie in Sailor Moon. Dieses Mal geht es um Sailor Neptune oder auch Michiru Kaio. Ich wünsche euch viel Spaß! Michiru Kaios Name bedeutet erwachsener oder reifer König des Meeres. Dass sie die Kriegerin des Meeres ist ja wohl klar. Außerdem wirkt sie ja auch immer sehr erwachsen und sagt sowas wie „Ich beneide diese Jugend", obwohl sie eigentlich auch nur 17 ist, wenn man den Angaben Glauben schenken darf. Ihr Nachname spielt übrigens wieder auf ihren Planeten an. Neptun heißt auf Japanisch Kaiosei. Das heißt Stern des Meereskönigs. Dass Michiru die Meereskriegerin ist, äußert sich natürlich auch in ihren Attacken, ihrem hellblauen Fuku und ihren türkisen gewellten Haaren, die wie das Meer aussehen. Ihren Spiegel hat sie aus den 3 Throninsignien Japans, über die wir ja schon letztes Mal geredet haben: das Schwert, der Spiegel und das Krummjuwel. Der Meereskönig, von dem ja die Rede war, ist der römische Gott Neptun, der mit dem griechischen Poseidon gleichgesetzt wird. Erst war er ja eher der Gott der fließenden Gewässer und Quellen, aber später wurde er dann der Meeresgott. Sein Vater ist Saturn und seine Brüder sind Jupiter und Pluto. Die 3 haben mal ausgelost, wer über was herrschen darf, und Neptun hat das Wasser bekommen, Jupiter den Himmel und Pluto die Unterwelt. Neptun oder Poseidon wird oft mit einem Dreizack dargestellt. Er ist der Schutzgott der Seefahrer und lebt tief im Meer in einem Schloss. Er ist mit Amphitrite verheiratet und hat viele Kinder, unter anderem Pegasus. Wie auch immer das geht. Er ist übrigens auch der Gott der Winde und Stürme. In Sailor Moon trifft letzteres sehr auf Uranus zu. Neptun ist ziemlich unberechenbar und oft zornig. Er lebt in Einsamkeit, was auch echt gut passt, denn auch Michiru war in ihrem früheren Leben ja auch allein und später schottet sie sich dann mit Haruka eher ab. So, wie sieht's mit dem Planeten aus? Er hat eine dunkelblaue Farbe, weshalb er auch mit dem Meeresgott identifiziert wird. Meere gibt es da aber natürlich nicht. Dafür gibt es aber viel Eis, was auch der Grund dafür ist, dass er und der Uranus als Eisriesen gelten. Könnte das vielleicht der Grund für ihre kühle Art oder gar ihre Coolness sein? Ich weiß aber schlecht. Nein, natürlich eher nicht, aber die Vorstellung ist irgendwie lustig. Interessant ist auch, dass er von Berechnungen aus Bahnstörungen des Uranus entdeckt wurde. Die beiden Planeten haben also was gemeinsam. Der Neptun hat 14 Monde, der größte davon ist Triton, der aber vermutlich früher gar nicht zum Neptun gehört hat. Trotzdem ist Michirus Schloss nach ihm benannt, das Triton Castle oder Triton Castle. Das Symbol von Sailor Neptune gehört natürlich auch zum Planeten und soll Poseidons Dreizack darstellen. Wow, endlich mal wieder ein nachvollziehbares Planetensymbol. Gut, nun zur Astrologie. Michirus Sternzeichen ist Fische. Total überraschend ist das Element dazu Wasser. Und was ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt habt: ja, im Internet stand, Fische passt ganz gut zu Wassermann, also Haruka. Fische gelten als hilfsbereit, mitfühlend, idealistisch, kreativ, geduldig, harmoniebedürftig, romantisch, überempfindlich, verschlossen und introvertiert. Ja, also ich denke, das passt eigentlich. Kreativ ist Michiru ja auf jeden Fall. Und wie Haruka ist sie auch eher verschlossen. Michirus Blutgruppe 0 hatten wir zwar schon, aber hier nochmal die Eigenschaften. Menschen mit Blutgruppe 0 gelten als gesellig, extrovertiert und optimistisch. Sie sprechen meist direkt und offen aus, was sie denken. Sie zeichnen sich durch ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein aus, welches sie auch in Eitelkeit und Arroganz äußern können. Außerdem gelten sie als Romantiker und etwas eifersüchtig. Ja, also Romantiker und eifersüchtig, denke ich, passt schon ganz gut. Sie ist zwar auch irgendwie selbstbewusst, aber halt auch zurückhaltend und eher introvertiert als extrovertiert, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also, ja, es passt jetzt nicht so unbedingt krass gut. Irgendwie schon, aber eher nicht so. Ja, was sagt ihr denn dazu? Passt es zu Michiru oder nicht? Ja, dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas Neues gelernt. Nächstes Mal wird es dann um Sailor Pluto gehen. Bis dahin sage ich ciao, noch einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat.